Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung der französischen 75 mm Feldkanone Modell 1897, hier in der Variante von 1938 bei IBG Models im Maßstab 1:35. Diese doch recht unscheinbare Kanone war bei ihrer Einführung im Jahr 1897 wirklich revolutionär und hat eigentlich alles, was danach kam, an Geschützen stark beeinflusst. Da wurden viele technische Neuerungen eingebaut, die auch heute noch bei Geschützen dieser Art sehr wichtig sind. Dieses System war so modern, dass es tatsächlich bis über das Jahr 1945 hinaus bei vielen Streitkräften rund um den Globus verwendet wurde. Da gab es allerlei Varianten, die wurden auch in Festungen eingebaut oder teilweise auch in Flugzeuge zur Schiffsbekämpfung. Wurden auch eigentlich von beinahe allen Armeen verwendet. Hauptsächlich natürlich von den Franzosen, aber auch von den Amerikanern, von den Polen und auch von Deutschland. Jedenfalls ist diese Kanone technisch und militärhistorisch so maßgeblich, dass es mich eigentlich wundert, dass es so lange gebraucht hat, bis irgendein Hersteller mal einen guten Bausatz dazu rausbringt. IBG Models hat das getan. Da gibt es gegenwärtig zwei Varianten. Einmal die hier, eine französische Kanone, und dann gibt es auch, glaube ich, noch eine polnische Variante. Bin mir aber sicher, dass man das noch deutlich ausbauen kann. Besonders interessant wäre natürlich eine Version aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Soweit so gut. Schauen wir einfach mal rein in die Schachtel. Die Schachtel ist relativ klein, öffnet nach oben hin. Da haben wir hier eine farbige Bauanleitung und ein paar Gießäste und Fotoätzteile. Ist, wie ich finde, eine ausreichende Verpackung. Da sollte man keine Probleme haben. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung an. Wir haben hier einmal eine Abbildung der Fotoätzplatine, die im Bausatz beinhaltet ist. Und hier unten haben wir eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf Vallejo, Hataka, Live Color, Mr. Hobby und AK Interactive. Auf der zweiten Seite haben wir dann nochmal alle weiteren Spritzlinge des Bausatzes abgebildet, was ganz übersichtlich ist. Und dann geht der Zusammenbau los. Wir starten mit den Gummireifen, die typisch sind für die späteren Geschütze, wie sie eben in den 30er und 40er Jahren eingesetzt wurden. Die Kastenlafette besteht aus mehreren Teilen und Verstrebungen. Und dann kommen hier auch schon die Achsen ran. Gut finde ich, dass sie uns bei jedem Bauschritt zeigen, wie die Komponente dann aussieht. Finde ich, ist ganz hilfreich. Ich habe Anfang des Jahres schon mal einen etwas komplizierteren Bausatz von IBG Models gebaut und da war die Bauanleitung doch etwas unübersichtlich und da war es schon ganz gut, wenn man dann immer sieht, was sie eigentlich meinen mit ihren ganzen Pfeilen. Ja, hier unten kommen dann so diverse Streben ran. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Das ist doch recht fragil alles, aber dann auch eben fein detailliert. Hier so Griffe und eine Zugöse. Ja, das macht doch einen sehr guten Eindruck. Fotoätzteile werden hier gebogen, das ist ganz einfach. Die zeigen uns auch ungefähr, welchen Winkel wir da benutzen sollen. Also das ist machbar. Ich denke, da kommen auch etwas ungeübtere auch ganz gut mit klar. Die Lafette ist relativ aufwendig, aber machbar. 9 Bauschritte, das ist okay. Dann bauen wir hier das Schutzschild zusammen. Das ist hier in Plastik ausgeführt. Könnte man vielleicht auch aus Fotoätzteile machen, aber ich denke, das ist mehr als ausreichend. Da gibt es auch Varianten. Man kann hier den unteren Teil abgeklappt oder eingeklappt bauen. Ich denke, das hat damit zu tun, ob das Geschütz in Feuerstellung ist oder eben gerade von dem Zugfahrzeug bewegt wird. Das Kanonenrohr ist zweiteilig. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Hier sind jetzt nicht irgendwelche Details drauf, die es irgendwie schwierig machen würden, das zu verschleifen. Ein Alurohr wäre natürlich noch geiler, aber damit kommen wir klar. Den Verschluss können wir anscheinend nur geöffnet bauen. Also wer
dieses Geschütz zum Beispiel ja, in ein Diorama einbauen will, sollte man das bedenken, je nachdem, wie die Figuren dazu positioniert sind. Dann kommen hier noch allerlei Teile des Höhenrichtmechanismus zusammen. Werden auch wieder durch zusätzliche Abbildungen wird erläutert, wie das auszusehen hat. Hier haben wir nochmal ein Foto jetzt Teil hier neben dem Visier, nehme ich an. Ja, Schutzschild wird eingebaut, Reifen kommen ran und die Kanone ist schon fertig. Das sieht doch nach einer relativ zügigen Sache aus. Bemalungsvorschlag haben wir nur einen, der ist auch nicht näher spezifiziert, sagt einfach nur französisches Geschütz in Frankreich 1940, grün, keine Markierungen. Ja, könnte man sicher mehr machen, weil ja hier auf dem Packungsbild das Geschütz ja eine Tarnung hat. Ich kenne mich leider nicht ganz so genau damit aus. Möglicherweise gab es das da. Oder die waren alle nur grün, das weiß ich nicht. Da muss ich noch ein bisschen recherchieren. Ja, jedenfalls die Bauanleitung macht einen guten Eindruck. Damit können wir gut arbeiten. Kommen wir nun zu den Spritzlingen. Hier der größte Spritzling des Bausatzes. Hier haben wir allerlei Teile der Lafette und auch das zweiteilige Geschützrohr. Die Teile haben relativ viele Verbindungspunkte. Versäubernis, also hier tendenziell vielleicht ein bisschen arbeitsintensiver, als man das vielleicht von anderen Bausätzen kennt. Gerade hier bei diesen dünnen Teilen ist da Vorsicht geboten. Das Material ist ein bisschen spröde, zumindest nach meiner Erfahrung. Aber man kann damit gut arbeiten. Also ich sehe hier keine Mängel, wie einen störenden Grad oder defekte Sinkstellen und so weiter sind nicht vorhanden. Das Kanonenrohr scheint ein bisschen verzogen zu sein. Wie man sehen kann, das biegt sich hier ein bisschen weg, aber das auszurichten ist jetzt nicht das größte Problem. Ja, man sieht, der Gießacht ist ein bisschen verzogen, warum auch immer. Sehe ich jetzt aber nicht irgendwie als kritischen Makel an. Ja, feine Teile. Finde ich echt gut gemacht. Kann sich sehen lassen. Auch am nächsten Spritzling finden wir viele filigrane Teile. Auch wieder mit etwas großen Angüssen. Ja, dem ist einfach mit scharfem Werkzeug beizukommen, würde ich sagen. Ansonsten kann ich keine Mängel erkennen. Macht einen guten Eindruck. Dieses Teil finde ich ganz interessant. Das ist hier, wie man es eigentlich von Dragon kennt, mit dieser Slide Mold Technologie gemacht. Also nicht von schlechten Eltern, finde ich gut. In diesem kleinen Spritzling haben wir dann das Schutzschild und noch ein paar kleinere Teile. Ja, scheint, dass dieses Geschütz sehr modular ausgelegt ist, was natürlich darauf hindeutet, dass IBG Models da noch mehr Varianten bringt in der Zukunft. Das ist doch wohl auch nur zu begrüßen. Ja, also Qualität, da gibt es wirklich nichts auszusetzen, aber das können wir ja auch von einem modernen Bausatz aus dem Jahr 2019 erwarten. Der Spritzling mit den Reifen liegt doppelt bei. Ja, Reifen sind zweiteilig. Das schaut doch wunderbar detailliert aus. Die Felge und so, das macht einiges her. Das Reifenprofil ist eigentlich auch ganz gut getroffen. Da sind auch die Angüsse ganz gut gewählt, weil die wirklich nur hier an der Unterkante sind. Also das bedeutet, das Reifenprofil wird jetzt nicht auf der ganzen Breite durch diese Angüsse irgendwie verunstaltet. Ja, das passt auch hier, diese Abdrücke, das kommt von innen, das sind die Auswerfer. Das ist nur
ja, optisch zu sehen, also fühlen kann ich da keine Delle, und selbst wenn, könnte man ja leicht abschleifen. Also da hat eigentlich IPG Models ganze Arbeit geleistet. Und zu guter Letzt die Fotoads-Teile. Die haben hier noch so eine Folie drauf. Ich nehme an, das ist zum Schutz und auch, wenn man es rausschneiden will, dass nichts davon fliegt, aber da habe ich eigentlich keine Probleme damit. Ja, ein paar Fotoads-Teile, die ganz nützlich sind. Hauptsächlich irgendwelche Streben und hier eben diese Schutzplatte neben dem Zielvisier. Ja. Hätte man jetzt vielleicht aus Plastik in der Form nicht machen können. Also durchaus sinnvolle Fotoads-Teile hier, die ja in der Anwendung nicht zu kompliziert sind. Ich finde, die IPG Models hat dieses Geschütz ja sehr gut umgesetzt. Der Bausatz ist gut detailliert, sicherlich auch nicht ganz einfach zum Bauen, schon ein bisschen anspruchsvoller, aber mit etwas Geschick sollte das eigentlich jeder hinbekommen. Außerdem hat sich gegenüber den früheren Bausätzen dieses Herstellers die Bauanleitung etwas verbessert, ist wesentlich übersichtlicher, kann aber vielleicht auch bloß daran liegen, dass dieses Geschütz vielleicht etwas einfacher darzustellen ist auf einer Bauanleitung im Vergleich zu einem Fahrzeug. Könnte auch sein. Also damit können wir auch ganz gut arbeiten. Was mir noch gefallen hätte, wären vielleicht mehr Bemalungsvorschläge. Bin mir sicher, dass es von dem Geschütz auch ein bisschen was Interessanteres gab, als einfach nur grün lackiert. Vielleicht gab es da ja, Geschütze, die irgendwo in den französischen Kolonien unterwegs waren und vielleicht irgendwie eine Wüstentarnung hatten oder so. Das wäre vielleicht noch ganz reizvoll gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das bleibt dann vielleicht auch dem Modellbauer selber überlassen, das zu recherchieren und dann eben gegebenenfalls so umzusetzen. Der Bausatz kostet hierzulande ca. 16 Euro. Das finde ich für das Gebotene durchaus angemessen. Also da gibt es eigentlich ja, nichts zu meckern. Der Bausatz ist es auch neu erschienen. Also der sollte bei den bekannten Händlern eigentlich ja, in nächster Zeit überall verfügbar sein. Die Frage, die sich aber stellt, ist, was macht man mit dem Bausatz, wenn er fertig ist? Es mangelt gegenwärtig an Zugfahrzeugen der französischen Armee für so ein Geschütz. Und auch eine Besatzung ist jetzt so einfach nicht verfügbar. Ich kenne nur vom französischen Kleinserienhersteller Blitzkits ein paar Riesenfiguren, die man da verwenden könnte. Der hat auch ein paar Vollresin-Bausätze von diversen Zugmaschinen, die da vielleicht passen könnten. Aber jetzt so im Plastikspritzguss für einen kleineren Geldbeutel ist da gegenwärtig nichts verfügbar. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, dass wir da noch mehr sehen, damit wir da dieses ja, wirklich wunderbare Geschütz irgendwie schön in Szene setzen können. Soviel zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Varkas.